Einen schönen guten Abend. Vor ein paar Jahren bin ich mit meiner Frau und unserer ganzen Familie, Eltern, Schwiegereltern, auf einer Reise 2 Wochen durch die Bretagne gewesen, und wir haben für uns alles das erste Mal in der Bretagne, traumhaft schöne Landschaft, bisschen regnerisch und kalt, wie es in der Bretagne halt manchmal so ist. Und wir sind gelandet auf unserer Rundreise in einem Ort namens Saint-Malo. Ein traumhafter Ort, aber wir kannten den Ort beide nicht. Und meine Frau hat gesagt, naja, wir müssen ein bisschen was erfahren. Wir waren da 3 Tage vor Ort und wir haben dann einen Audioguide gehabt. Und dieser Audioguide hat uns durch die Gassen von Saint-Malo geführt, und zwar zu historischen Sehenswürdigkeiten, zu tollen Gebäuden, zu interessanten Shops. Und wir kamen zu einem Ort, und das war ein Shop, und dieser Shop hat eine Sache verkauft, nur eine einzige Sache: Butter. So, ein Laden für Butter. Und wenn man das sich so vorstellt, das ist doch das Langweiligste, was es überhaupt gibt. Ein Laden, der Butter verkauft. Aber es war ein genial schön gestalteter Laden. Da war in der Mitte so ein riesen Tiegel mit Butter drin, und da konnte man so Butter kaufen, so frisch weg. Und es war einfach toll, dieser Laden. Und dieser Führer hat uns da hingeführt, und dem Führer hieß es dann auch, und nebenan, neben diesem Butterladen, ist auch noch ein Butterrestaurant. Also ein Restaurant, das spezialisiert ist auf bretonische Küche mit diesem speziellen Butter. Und das wurde dann in den 3 Tagen, wo wir in Saint-Malo waren, unser Lieblingsrestaurant. Toller Laden. Warum ich Ihnen diese Geschichte erzähle? Weil man oft, also ich glaube, uns allen geht so, mir als Berater besonders, wir reisen sehr viel. Ja, vielleicht ein Drittel des Jahres unterwegs, und ich mache das seit 27 Jahren, und ich mache es gerne immer noch. Aber natürlich, geschäftliche Termine sind das eine, aber wenn man privat irgendwas Neues entdecken kann, ist es immer wieder spannend. Und gerade wenn man Destinationen geht, die nicht ganz so weit weg sind, nicht ganz so exotisch sind, ist es oft vielleicht ein bisschen langweilig. Aber wenn man die Chance hat, etwas Neues zu entdecken, dann gibt es der ganzen Sache immer eine Würze. In dem Fall war es bretonische Butter. Die bretonische Butter, die uns ein bisschen was Neues gebracht hat. Also wir haben durch einen Audioguide etwas erfahren über einen kleinen Ort, und der war so charmant und nett, und wir waren ganz begeistert. Und man erfährt normal sowas durch die besten Freunde, die jetzt sagen, da super Geheimtipp und so. Aber wir hatten nun mal keine Freunde in der Bretagne. Und da hatten wir diesen Audioguide, und der hat uns da hingeführt. Und diese Geschichte ist mein Einstieg in unseren heutigen Hospitality Innovation Award, den wir jetzt seit gut 10 Jahren vergeben, wo wir jedes Jahr als PKF versuchen, Personen auszuzeichnen, die irgendetwas gemacht haben, was die Branche, die Hotellerie, den Tourismus weiterbringt und im weitesten Sinne auch etwas Gutes für die Gesellschaft tut. Wir hatten von Slow Food in Carlo Petrini zu SOS Kinderdörfer viele. Der heutige Preisträger ist nicht altruistisch veranlagt, er möchte Geld verdienen. Was nicht Verwerfliches ist, hoffe ich. Aber er hat etwas geschaffen, nämlich die genialste Storytelling-Plattform, die ich kenne. Eine Storytelling-Plattform, die es erlaubt, in fremde Kulturen einzutauchen, in fremde Orte einzutauchen und etwas zu entdecken, was man vielleicht sonst nicht hätte entdecken können. Und das ist an und für sich eine relativ banale technische Plattform. Ich hoffe, er wird mir nicht gleich den Hals abreißen, aber es ist nicht Rocket Science, aber es ist eine genial einfache Idee. Und manchmal sind die besten Ideen ja die einfachen Ideen. Und diese Plattform schafft es, im Grunde Zugang zu finden zu Orten, die wir sonst nicht entdecken würden. Und wir haben gefühlt, dass das passt auch sehr gut mit Hotellerie zusammen. Ja, so Concierge-Services, Dinge zu entdecken in der Umgebung, Gebäude zu entdecken, Museen zu entdecken, personalisierte Touren zu bekommen.
Besonders toll ist, dass das Plattform auch kostenlos ist und dass man hier diese Dinge runterladen kann und einfach durch die Städte laufen kann, durch die Gebäude laufen kann, um etwas Neues zu entdecken. Für mich persönlich, für meine Familie, es hat wirklich in mancherlei Hinsicht immer wieder unser Leben bereichert und wir denken, dass das etwas ganz Besonderes ist und dass wir das vielleicht noch stärker nutzen könnten und müssten. Und deshalb wollen wir den heutigen Hospitality Innovation Award an Alex Tursky vergeben, der die Plattform Easy Travel begründet hat. Es ist ein Tool wie YouTube, im Grunde eine Plattform, wo verschiedene Leute ihre Dinge hochladen können. Sehr häufig Journalisten, Radiostationen, im Ruhestand befindliche Lehrer oder Hotelberater, also alles Leute, die viel Zeit haben und die laden Inhalte runter auf mittlerweile über 50 Sprachen. Ich mache heute Werbung für etwas, aber ich mache mit gutem Gewissen Werbung, weil das etwas ist, was ich toll finde und weil auch der Mann, der dahinter steckt, ein witziger Geschichtenerzähler ist. Und ich glaube, in der Hotellerie, wir sprechen über Design-Hotels, über Lifestyle-Hotels, über neue Brands und wo ist Markus Lehnert? Markus, ja. Wie viele Brands hat Marriott jetzt? 30. 30? Wer ist von Accor da? Wer bietet mehr? 40? Wie auch immer. Also wir haben unglaublich viele neue Brands. Aber was wir wirklich brauchen, sind gute Geschichten. Ich lebe jetzt als Münchner seit 15 Jahren in Wien. Was man braucht, ist Schmäh. Ja? Wir brauchen mehr Schmäh. Wir brauchen mehr gute Stories. Wir brauchen Unterhaltung. Wir wollen Geschichten hören. Wir wollen Geschichten hören, die wir toll finden, aber Geschichten auch, die wir gern weitererzählen. Ja, das ist das, was wir auch von Reisen mitnehmen wollen. Das schönste Bett oder die beste Dusche oder der tollste, größte Fernsehbildschirm, alles schön und gut, aber was wirklich zählt, sind diese kleinen Momente des Glücks, zwischenmenschliche Momente, aber auch Momente des Entdeckens. Und Alex Tursky und Easy Travel haben da ein kleines Fensterchen aufgemacht und deshalb diesjähriger Preisträger Hospitality Innovation Award, Alex Tursky, Easy Travel. Oh. Thank you. Ladies and gentlemen, I'm really amazed with this appreciation, and yeah, actually, I also have my history, story about it, and it's quite historical. Probably started 10 years ago. I had my dream that I go to any unknown place or city, and at every corner I get the story, like, you know, like local human guide who just very nice and ready to guide you through the city, guide to the museum, etc. But of course we don't have so many human guides. So I decided, okay, it will be mobile telephone, which will actually do the job, because mobile telephone knows your position, it can talk, it has memory, internet, everything, to tell you a good story. But it's not a technical problem at all. The problem is to organize a marketplace for thousands of people who have stories, who can provide stories for millions of people who will use it. So it's not technical at all. Technically it results with a platform like YouTube, Facebook, etc. So actually what I did, we found an investor and we made a platform, storytelling platform, which allows thousands of people to upload their stories. So at the moment we have 20,000 museums, universities, storytellers, radio stations, publishing houses, people who just want to share their stories, and we have millions of users. And as a result, in some cities we have so many guided tours and so many museums that we started to see phenomena which is very unusual. We start to see that hotels rent a bike,
bus company or train company or mobile operators, they started to leverage it, to use this content and say, well, use my rent bike. I have guided tours around. Come to my hotel. I have a lot of guided tours around my hotel. So all these businesses started to use this content. And we found that it's quite a synergy because guys who create the content, they cannot promote it. They're just creators. But hotels, they are great in promotion. So it's quite synergy between them, between culture and heritage and businesses. And when we start to see these big ecosystems created around this storytelling, we found the third player, like, big funds, European funding, which all these funds, they love to support the big city projects which are quite sustainable. And it's sustainable in a way that this content will outlive any technology, probably even our technology. So it's very interesting to see this ecosystem. And actually what I'm doing now, I'm trying to invite you, dear businesses, most of you are hotels, please use it and use the tours which are already created. Some of you create tours. For example, I think it was Renaissance Amsterdam. They made several guided tours in Amsterdam. It's a present from Renaissance. Or Azimuth Hotels in Moscow, they provide free tickets to museum with free audio guide for museum. So people start to use it. And also hotels talk a lot about using the local community, to use the knowledge from local community to pass it to the, as authentic knowledge to visitors. We are to do this job for you. Well, so experiment with us, try us, and we are absolutely open business and we are really free from all ends. Well, that's it. Thank you very much. Very important thing, don't forget to install application yourself. So as a traveler, we have guided tours in Munich, or actually in Vienna. Last week I was on the conference in Vienna, so I myself walked through Vienna, listened to the stories. Try it, enjoy it as a tourist. Thanks, Alex. May I ask Andreas and Giorgio to the stage, because we would like to make